Ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des MSC Eppelheim anlässlich des LRP Touring Car Masters um den großen Preis des ADAC Nordbaden recht herzlich begrüßen. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. In kurzen Worten möchte ich Ihnen den MSC Eppelheim e.V. im ADAC sowie das Touring Car Masters vorstellen. Heute werden außer dem Touring Car Masters seit 16 Jahren im Dezember der Nikolaus Cup und ab diesem Jahr erstmals ein 24-Stunden-Rennen gefahren. Also mein Name ist Jürgen Laudenbach, bin ja jetzt der 4. Redner und bereits der 3., der Jürgen heißt. Das sind hier sehr viele Jürgens. Ja, meine Aufgabe ist, dass ich Ihnen versuchen möchte, ein bisschen mehr über die Technik dieser Modelle zu erklären. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass es hier, auch wenn es von der Größe her Spielzeuggröße hat, es vom Entwicklungsaufwand, von der Technologie, die hier eingesetzt wird, weit über das Maß von Spielzeugen hinausgeht. My name is Mark Pavidis, from California, United States. Been racing for 16 years and looking forward to having a good weekend here and a lot of good drivers preparing for the World Championships in a couple weeks in South Africa, and so this is a good race to kind of judge where we need to be here in a couple weeks. Gut, dann stelle ich mich auch kurz vor. Ich bin der Reto König, wie man vielleicht noch ein bisschen hört, ursprünglich aus der Schweiz. Bin seit mittlerweile 4 Jahren in Deutschland wohnhaft, in Waiblingen bei Stuttgart, arbeite bei der Firma LRP Elektronik, also Herr Lautenbach ist mein Chef. Bin dort in der Forschung und Entwicklung tätig, bin für die Produkttests zuständig und betreue auch die weltweiten Renn- und Teamaktivitäten bei LRP Elektronik. Ich bin seit 3 Jahren jetzt hier immer dabei beim Touring Car Masters, war die letzten 3 Jahre immer in den Top 10. Hoffe, das wird mir dieses Jahr wieder gelingen. Top 5 wäre natürlich noch besser. Und das Rennen hier ist für viele ein bisschen das Warm-up für die Weltmeisterschaft, wo sich die Crème de la Crème aus der ganzen Welt mal zu einem Kräftemessen treffen wird vor der Weltmeisterschaft. So hi, we are
pleased to welcome Mark Pavidis from Team Associated USA, former world champion. Hi Mark. Hi. How long are you racing RC cars? Since 1984. Okay, so that's quite a long time. How often do you still practice or try setups? Well, I usually try to race. Well, now the World Championships are coming up within the next couple weeks. I try to race as much as possible that my work and my wife will allow me. So right now, the last probably month, I've been racing just about every week, with maybe a little time off here and there. So this is probably one of the best races for me to practice for the World Championships with the high caliber of drivers that are attending this race. Okay, so obviously your day-to-day work is also in the RC business. Is a part of that work also to test and develop and race stuff, or? Yeah, my everyday job is at Proline, which is development with new products with Proline. And when I have time to leave the office, then I am allowed to test with Associated during the week. And like I said, now that we're preparing for the World Championships, that's usually once a week I'll drive down to Associated to test, and the other 4 days are at Proline. So you already said that the LRP Touring Car Masters is some kind of good test or practice for you in the build-up to the World Championship. Besides this aspect, how do you rate the racing here at the Touring Car Masters? How do you like the track and all this? Every time I come over to Europe, it's always very first-class racing. Like I said, the track itself and the way that it's been presented is first class. So great to hear, and good luck for your racing. Thanks, Mark. Sehr, sehr schnell, sehr konstant. Und Timolino 442, 13,2 technische Rundenzeit hintereinander. Und er verkürzt damit natürlich etwas den Abstand auf den vorfahrenden Mark Pavidis. Hi and welcome, David Special, to the LRP Touring Car Masters. David, you're a multiple world champion. How long are you racing RC cars? About 18 years. It's quite a long time. Yeah, that's a very long time. How often do you still practice? Unfortunately, the way the schedule is for most of the drivers, there is no time to practice anymore. So we just go from race to race. So practice would be nice, but most of the time we just race. Okay. What would you rate as or what would you point out as the highlights of your racing career? Obviously winning the World Championships, have 3 world titles and 1 World Cup, and then just some great races in 12 scale at European Championships. They're all good fun. Okay. So how do you rate the LRP Touring Car Masters as a race itself? This race has actually grown into one of the premier races of the year. Every team, everyone from around the world comes to this race every year, and I believe now this is the start of the season for everybody. Everybody will come to this race and then go off and do their regular national championships, so it's a good start. It's really, really good. Okay, and so this time the World Championships are very close to this race, basically. Do you think, although the World Championships are on asphalt, can you gain some information? Is it good practice to race here also for the Worlds? Or?
It's always good practice. I mean, every track is slightly different, but just racing the car this close to the World Championships, I believe will help me more than if I didn't practice. So yeah, I believe it is good. I mean, you can see by the entry, everybody's here anyway, so they must also agree. Thanks, David, and good luck for your racing. That's good. So you're ready. Everything's ready. So this is current world champion Atushi Hara from Japan. Atushi, great to have you here at the LRP Touring Car Masters. How long are you racing? 12 years. 12. Okay. And how often do you practice? Like how many times do you practice every day, or? Now I'm full-time driver, so I make schedules. Sometimes some week every day, but some week each day. Different. So almost 1 month, 15 or 20 days practice for 1 month. Okay. The LRP Touring Car Masters. How good is the racing here? How do you rate this race? How good do you think the race is? Yes, very good race. Very good race. Yes, many people and many good drivers. So almost same world championships. Difficult to win. Okay, thanks Atushi and good luck for the racing. Thank you very much. Und der Abstand beträgt jetzt im Moment nur 2,6 Sekunden, aber Jonas Gero mit der Startnummer 6 holt wieder etwas auf und verdrängt hier letzte Rennrunde jetzt von Atushi Hara, 13,2 Sekunden und der Vorsprung von die Startnummer 10, das ist der meinen, der hier natürlich gerade sehr fair vorbeiläuft. Just tell him and you will get them from him, whatever you need. I think now he's sorted out, so that should be fine. Yes. Warum wird der Motor einbaut? Warum wird der Motor einbaut eigentlich?
fertig. Das Auto ist fertig, ich muss gar nichts mehr fahren. Hello Andreas, great to have you here. Thank you. Our viewers would like to know, how long are you racing basically? When I started? Yes. Well, I started when I was really young, like 3 or 4 years perhaps. I started with small cars, slot racing, the ones that go in tracks. And then about when I was 5 I started RC cars, radio control cars. Okay. So, and I'm 21 now, so I've been driving mostly all of my life. Okay. So that sounds like, yeah, mostly all of you, yeah, very good. And how often do you practice? Well, it depends. Right now I go to school, university, so I have not that much time. But perhaps once a week, and before big races maybe 2 times a week for 2 weeks. But not enough practice, unfortunately. But I'm trying to, when I will be finished my school, because I have really much to do, maybe I will start practicing once or twice a week. Practice is basically never enough for racers, I think. What are highlights of your racing career so far? Well, I was once Swedish champion, only once. That was really fun. Also, the DHI Cup last year was my breakthrough in Europe, and also of course the LRP Masters when I qualified second ahead of Masome and Hara. That was definitely the highlight. The finals was not that good, but I'm still happy. You were definitely on the pace last year, I saw it. How do you rate the LRP Masters as a race itself? Well, I think it's the biggest indoor race with rubber tires in the world. So it's like an, what do you call it, unofficial worlds. Yeah. So definitely one of the biggest. So it's the highlight of the year, except the Worlds this year. Definitely. So do you take it also as preparation for the Worlds? No, not really, because now it's on carpet indoors and the Worlds is outdoors. But the racing itself, the nerves and concentration is always good. And now I'm racing with one of the top in the world, so it would be good to get that extra practice. I never get that at home in Sweden. Okay, thanks Andreas and good luck. Thank you. Hi Paul, you made it to the final as well, and quite a surprise for us because we haven't heard of you that much before, so maybe you can tell us a little bit about yourself, like for how long have you been racing? And I've been racing about 6 years from Wisconsin in the United States. Came here last year, wasn't so successful, back again, trying to do better, and did a lot better this year, making the final. Pretty happy about it. What classes do you race? Just touring car? Or touring car and 12-scale modified back home. And what are your greatest accomplishments so far? Winning the Rural On-Road Nationals this summer, and also the Snowbirds Nationals back home. Those are the 2 biggest races I've won so far. Okay, great. Thank you very much, and Thanks. Good luck for the final. Yep. So, das Blockfinale geht im folgenden Reihenfolge los. Hier Nuki auf der 10, gefolgt von
kein unbeschriebenes Blatt. Aus England, David Special. Okay, auf Platz 7 aus Schweden, Jonas Andersen. Auf Platz 6 ebenfalls aus England, Andy Moore. Und hier der amtierende Weltmeister in dieser Klasse aus Japan mit der weitesten Anreise, wie ich denke, Atushi Hara. Auch wenn er nicht winkt, das ist der kleinste da oben. Auf Platz 4 aus Finnland, der Sieger des letzten Jahres, Teemu Leino. Und einer, der hier fast auf der Pole Position gelandet wäre, auf Platz 3 aus den USA, Pavidis. Und auf Platz 2 ebenfalls aus den USA, Paul Lemö. Und einer, den wir vorher anscheinend gar nicht so richtig auf der Rechnung hatten, dass er so weit vorne steht, aus Finnland, Juho Levinen. So, okay, attention drivers. Der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! Ja, sehr, sehr guter Start hier gleich von der 2. Die 1 hat hier etwas länger gebraucht, um zu starten, aber dann sieht man hier gleich, Juho Levinen fährt hier ziemlich weit vor. Und Atushi Hara von der 5 vorgefahren auf Platz 3, hat hier schon Platz 2 übernommen. Und der setzt jetzt hier natürlich an zur Aufholjagd auf die Startnummer 2. Der gibt jetzt natürlich alles, um hier vorzufahren. Denn der Juho Levinen, der fährt hier von der Pole Position im Moment sehr, sehr schnelle Runden. Aber Atushi Hara kann hier noch etwas schneller fahren. Seine aktuelle Bestzeit 13,6 Sekunden. Und Juho gibt jetzt richtig Gas. Juho Levinen 13,5. Juho Levinen best lap 13,5 und Atushi Hara 0,7 Sekunden dahinter. Aber Atushi Hara muss hier natürlich auch aufpassen, denn das weiße Fahrzeug mit der Startnummer 2 von Paul Lemö, das fährt hier jetzt ihm fast ins Heck. Die beiden trennen im Moment nur 0,3 Sekunden. Und auch die Startnummer 7, Jonas Andersen, hat hier eventuell noch was beim Kampf um die Spitze mitzusprechen. Die Startnummer 7, Teemu Leino, ist leider nicht mehr dabei. Naja, der 4, genau. Teemu Leino, der Vorjahressieger, leider dieses Jahr nicht ganz so glücklich, ist ausgefallen. Und Juho Levinen gerät hier richtig unter Druck von Atushi Hara. Der Weltmeister fährt hier im Moment die schnellsten Rennrunden im Feld. 13,2. Best lap Atushi Hara 13.2. And the distance 0.3. Und jetzt wird es spannend. Atushi Hara greift Juho Levinen an. Juho Levinen hat hier etwas mehr Topspeed, aber speziell im Infield, wenn es darum geht, um die Kurven zu fahren, dann bekommt hier Juho Levinen richtig Druck von hinten von Atushi Hara. Und die Fahrzeuge fahren hier absolut am Limit. Die haben jetzt hier für dieses Rennwochenende alles rausgeholt, was sie in ihrer Trickkiste haben. Also die besten Akkus, die besten Motoren und wie wir hier auch sehen, die besten 10 Fahrer der Welt, die hier auf dem Teppich von Appelheim um den Sieg beim Touring-Car Masters. Und jetzt hat hier Juho Levinen einen Fahrfehler begangen, hat hier eine doppelte Rolle seitwärts gemacht und Atushi Hara nutzt diesen Fahrfehler natürlich aus und zieht hier vorbei an Paul Lemö und Juho Levinen fällt zurück auf Platz 3 und hier Pavidis fällt aus. Nee, Pavidis hat hier anscheinend keine Lust mehr mitzuspielen. Und es führt Atushi Hara mit der Startnummer 5, gefolgt von der Startnummer 2 von Paul Lemö und der Startnummer 1, Juho Levinen. Paul Lemö fährt jetzt hier im Moment die schnellste Rennrunde ebenfalls mit 13,2, der Abstand 0,9 Sekunden. Und Juho Levinen holt jetzt auf den Zweitplatzierten auf Paul Lemö. Und
Hara hat jetzt inzwischen 1,5 Sekunden Vorsprung. Und Juho Levenen hat natürlich jetzt noch 40 Sekunden Zeit, den Weltmeister eventuell noch mal einzuholen. So, guys, 40 seconds to go. Atushi Hara still in the lead, followed by Juho Levenen, and on third position Paul Lemeux. Und Atushi Hara von 5 losgefahren, hat hier in der Anfangsphase richtig Druck gemacht, hat Juho Levenen in einen leichten Fehler gezwungen und das hat er schamlos ausgenutzt und fährt jetzt hier einen recht passablen Vorsprung heraus. 1,7 Sekunden der aktuelle Abstand. Und die Überzeit läuft und die beiden haben eine Runde Vorsprung herausfahren können. Also Atushi Hara gewinnt diesen ersten A-Finallauf vor Juho Levenen und Paul Lemeux, Andy Moore, Jonas Andersen, David Special, Hubert Hönnigel, Andreas Mürberg, Mark Pavidis und Temo Leno. Hi Atushi, you won the first A final, so what can you say? What do you think about the car? Is it going quite well? I changed setting car final, very good walking and very lucky start, so very easy to win last time, but I think next time no more lucky, so difficult to win this race, but I try win. But the setup of the car is well and it works well? Yes, every time change, every qualify, every final change, I think much better, every time. Great, so good luck for the second final. Thank you very much. Der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! So, hier wieder relativ problemloser Start, außer dass Hubert Hönnigel hier leichte Probleme hatte beim Start. Und es führt Juho Levenen, verfolgt wird davon Paul Lemeux und Mark Pavidis hängt hier am Zweitplatzierten dran, sozusagen an der Stoßstange. Keine Positionsveränderung auf den ersten 5 Plätzen. Atushi Hara liegt hier direkt hinter Temo Leno. Und Juho Levenen kann hier das Feld langsam aber sicher etwas auseinanderziehen. Juho Levenen gefolgt von Paul Lemeux und 13,4, 90 schnellste Rennrunde, beziehungsweise 13,3 schnellste Rennrunde von der Startnummer 2 von dem weißen Fahrzeug von Paul Lemeux. Und Atushi Hara, der Gewinner des ersten A-Finals, liegt immer noch auf seiner Startposition auf Position 5. Also Fahrfehler von Temo Leno und Atushi Hara geht vorbei. Atushi Hara auf Platz 4 und Temo Leno verliert Platz 4 und liegt jetzt auf Platz 5 und kann aber trotz dieses leichten Fahrfehlers den Andy Moore auf Platz 6 halten. Und Andy Moore geht jetzt vorbei. Andy Moore erobert jetzt Platz 5. Und Atushi Hara ist sofort eine 13,3 gefahren, nachdem und der Paul Lemeux, der fährt hier jetzt im Moment die schnellsten Rennrunden und kommt dichter heran an den schnellen Finn. Also die Startnummer 1 gerät hier jetzt langsam aber sicher unter Druck, denn Paul Lemeux kann sich hier lösen von seinem Verfolger, von Mark Pavidis und versucht hier natürlich seinerseits den Juho Levenen unter Druck zu setzen. Temo Leno, neueste schnellste Runde, 13,1 in diesem Halbfinale und an der Spitze nichts Neues. Aber was einem auffällt, ist natürlich, dass die Fahrer teilweise etwas andere Linien fahren. Der eine bevorzugt die schnellen, etwas größeren Bögen und der andere, der fährt lieber etwas langsamer, aber dafür enger. Aber im Endeffekt sind beide Linien relativ gleich schnell. Nur da kommt es natürlich darauf an, wie der persönliche Geschmack da. Oh, da fahrt
der aktuelle Abstand beträgt jetzt nur noch 1,8 Sekunden zum vorausfahrenden Juho Lehtinen. Und jetzt hat er natürlich, der Atushi hat natürlich jetzt freie Fahrt, kann den Abstand sogar gleich etwas verkürzen, 1,6 Sekunden. 1 minute to go. Und Juho Lehtinen still in the lead, followed by Atushi Hara and Pavidis. 1,5 Sekunden der Abstand von Atushi Hara zu Juho Lehtinen. Juho Lehtinen immer noch in Führung, aber Atushi Hara kommt dichter heran, fährt hier eine schnellere Runde nach der nächsten und verkürzt den Abstand auf 1,1 Sekunden. Atushi Hara, der Weltmeister mit der Startnummer 5, holt jetzt hier alles aus seiner Trickkiste raus, um hier die Führung nochmal an sich zu reißen. 20 seconds to go. 20 seconds to go. Die 1 führt vor der 5. Der Überraschungsmann auf der Pole Position vor dem amtierenden Weltmeister in dieser Klasse, der auf Platz 5 losgefahren ist und der Reihe nach einen Konkurrenten nach dem nächsten überholt hat. Last lap now. Letzte Runde jetzt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass hier die Fahrzeuge alles auf eine Karte setzen. Aber es sieht nach einem Sieg aus für Juho Lehtinen. Juho Lehtinen führt oder gewinnt vor Atushi Hara, Pavidis, Paul Lemux, Andy Moore, David Special, Andreas Mürberg und Timo Leno. Und bei dieser Konstellation wird es natürlich im letzten Halbfinale ganz, ganz spannend. Yoho, hi. You just won the second A final. How did you feel? It was a pretty close race. You had the world champion right behind you. How was it? It wasn't that tight. I could take it easy in the end because he was so much behind that I knew if I don't make a mistake, I'll win it anyway. Attention drivers. Fahrer, Achtung, der Start erfolgt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Go! Und Timo Leno hat sich bereits vom Kampf um die Spitze verabschiedet. Und es führt Juho Lehtinen mit der Startnummer 1, gefolgt von Paul Lemux mit der Startnummer 2 und Atushi Hara von Platz 5 schon vorgefahren auf Platz 3, gefolgt von Pavidis und Andreas Mürberg. 13:4 die schnellste Rennrunde jetzt von Atushi Hara und es führt immer noch die Startnummer 1 Juho Lehtinen mit 0,7 Sekunden Vorsprung und er hat schon einige Meter Vorsprung. 13:3 neueste schnellste Rennrunde von Atushi Hara. Und Atushi Hara wird hier etwas aufgehalten von dem weißen Fahrzeug von Juho Lehtinen, von Paul Lemux. Und er ist fantastisch vorbeigegangen an der Startnummer 2. Und Atushi Hara gibt jetzt mächtig Gas. Fährt hier immer noch die schnellste Rennrunde zusammen mit Pavidis und Juho Lehtinen. Juho Lehtinen kontert hier gerade mit einer 13:3. Der aktuelle Abstand 1 Sekunde. The distance between position 1 and second, 1 second. Und Juho Lehtinen fährt hier 13:3 synchron mit Atushi Hara. Also der Abstand immer noch bei 1 Sekunde. Und neueste schnellste Rundenzeit vom Führungsduo 13,2 Sekunden. 3 Minuten und 15 Sekunden sind jetzt noch zu fahren. Und es führt immer noch Juho Lehtinen vor Atushi Hara. Pavidis inzwischen schon wieder vor auf Platz 3. 13:2 wieder hier von Lehtinen und er setzt sich jetzt etwas weiter ab. 1,1 Sekunden der Vorsprung von Juho Lehtinen vor Atushi Hara.
verliert hier etwas Zeit. Juhu nur noch 0,9 Sekunden vor Atushi Hara. Juhu fährt hier jetzt ins Infield hinein und dann folgt Atushi Hara mit 1,2 Sekunden. Also Juhu hat hier gleich wieder den Abstand vergrößert um 0,3 Sekunden. Und 1 Minute 45 Sekunden noch zu fahren. 1 minute 45 seconds to go. Und jetzt sind es nur noch genau 1 Sekunde der Abstand von Atushi Hara zu Juhu Lehtinen. 0,8 Sekunden nach dem letzten Überfahren der Zielschleife. 1 minute 20 seconds to go. Immer noch der Abstand 0,8 Sekunden. Juhu Lehtinen könnte hier der zweite Finne werden, der das Touring Car Masters für sich entscheidet. Atushi Hara hat hier einen leichten Quersteher gehabt und das hat Zeit gekostet. Und Pavidis ist dran an Atushi Hara. Pavidis nur 0,5 Sekunden hinter Atushi Hara. Und der Abstand hat sich vergrößert, 1,3 Sekunden, der aktuelle Abstand zwischen Juhu Lehtinen und Atushi Hara. Und beziehungsweise Juhu ist jetzt bereits hinter Timoleno und hinter der 10 hinter Hugo Hünnegel. Ja, der vierte Geste hier von Timoleno und auch Hugo Hünnegel bzw. David Special hat ja unfreiwilligerweise etwas Platz gemacht. Und der Kampf um Atushi Hara und Pavidis immer noch. Und Atushi Hara führt diesen Lauf jetzt an. Fahrfehler von Juhu Lehtinen. Atushi Hara führt. Und das ist die letzte Runde. Und hier kommt der Gesamtsieger des Touring Car Masters 2002, Atushi Hara. Atushi Hara gewinnt das dritte A-Finale vor Pavidis, Juhu Lehtinen, Andreas Mühlberg, Paul Müll, Jonas Andersen, Andy Moore, Hubert Hünnegel, David Special und Timoleno. Und damit steht der Gesamtsieger des Touring Car Masters fest, Atushi Hara aus Japan auf HPI. Atushi Hara, congratulations, you are the winner of the LRP Touring Car Masters 2002. Thank you very much. How much does it mean for you to win this race? How important is the this win race for you? Very important. Yes, almost same World Championships. It's almost same race. This race. So we use HPI prototype car, and we use next month this car. So very important this race to win. Okay. So very happy. You qualified in 5th place. Yes. Did you think you have a chance to win? Last year every race might qualify. No good. Always 5th or sometimes 9th. Okay. So, but finish the final. Good result. So I have. So I always try. If I 10th quit, I try win. Okay. So same this race. So after 2 finals, you had a 1st and a 2nd, and Juha Levin, who had pole position, also had a 1st and a 2nd. So pressure was really on in the last heat. So I think the final, last one, very difficult to win, but maybe very lucky. I try very hard to drive, and after last 1 minute, very lose my car, but I still keep hard drive. So, but last lap is a mistake. You have made a mistake, yes. Yes. So handed the victory
We wish you very good luck also for the World Championships. Thank you very much.